Und damit kommen wir zurück nach Deutschland, denn für Flüchtlinge aus Syrien könnte es in Zukunft wesentlich schwerer werden, einen Aufenthaltstitel in Deutschland zu bekommen. Nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Münster besteht für sie keine pauschale Gefahr mehr durch einen Bürgerkrieg und damit bestehe auch kein Schutzstatus. Ja, die Richter, die argumentieren nun, dass es zwar weiter Anschläge und bewaffnete Auseinandersetzungen in dem Land gebe, diese seien aber nicht mehr an der Tagesordnung. Daher sei der subsidiäre Schutz für syrische Migranten und Flüchtlinge nicht mehr gegeben. Ein vorbestrafter Syrer hatte gegen die Ablehnung seines Asylstatus in Deutschland geklagt. Und das wollen wir einordnen lassen von Gerrit Sebald, für uns aus Berlin zugeschaltet. Guten Morgen, Gerrit. Aber was heißt das jetzt tatsächlich in der Praxis, dieser Gerichtsentscheid? Es gibt ja bisher kein Rückführungsabkommen mit Syrien, aber eigentlich müsste genau dieser Syrer ja abgeschoben werden. Ja, man kann es tatsächlich genau so zusammenfassen. Schauen wir erstmal, was es auf dem Papier bedeutet. Da ist das schon eine wirklich richtungsweisende Entscheidung, weil immerhin der Großteil, wirklich der große Großteil der syrischen Flüchtlinge in Deutschland eben diesen subsidiären Schutz bekommen, den sie jetzt vielleicht eben in Zukunft nicht mehr bekommen, was eben dieses Urteil andeutet. Allein letztes Jahr 2023 haben 75% der syrischen Flüchtlinge eben diesen subsidiären Schutz bekommen. Was bedeutet dieser Schutz? Das bedeutet, sie können kein richtiges Asyl beantragen, also nicht langfristig in Deutschland bleiben, theoretisch haben kein Anrecht auf Asyl, aber man stellt eben fest, es gibt eben Gründe in dem Heimatland, die trotzdem keine Ausweisung rechtfertigen, die Bedrohung des individuellen Lebens, eine Todesstrafe und so weiter. Dann wird eben dieser subsidiäre Schutz ausgesprochen, das bedeutet, der wird immer alle 2 Jahre verlängert, also keine langfristige Asylentscheidung, sondern alle 2 Jahre wird neu geguckt. Wenn das jetzt wegfällt, betrifft das sehr, sehr, sehr viele Menschen aus Syrien, das muss man so sagen. Nur, dass diese Menschen dann alle direkt abgeschoben werden oder wieder gehen müssen, das passiert bei weitem nicht, weil selbst wenn dann dieser subsidiäre Schutz nicht greifen würde, gilt immer noch ein Abschiebeverbot nach Syrien, das entweder das Bundesamt für Flüchtlinge feststellen kann oder eben Gerichte. Das heißt, die sind jetzt erstmal geschützt. Und dann kommt eben noch das Problem dazu, was du gerade beschrieben hast, Carsten. Selbst wenn man die jetzt alle abschieben dürfte, würde Syrien Stand jetzt natürlich sagen, nein, die nehmen wir so nicht zurück. Das wäre ganz salopp gesagt, könnten deutsche Flugzeuge in Syrien nicht landen, um die Flüchtlinge dorthin zu bringen. Da bräuchte es dann weder neue, kreativere, vielleicht auch EU-weite Lösungen wie Drittstaatenregelungen, Abkommen mit Drittstaaten, wo man diese syrischen Flüchtlinge dann vielleicht hinbringen könnte und dort dann vielleicht finanziell sich revanchiert, wie man das so sagen kann. Über diese Staaten könnten dann Flüchtlinge vielleicht nach Syrien gebracht werden. Aber Stand jetzt auf dem Papier ist das wegweisend, weil es wirklich rüttelt an dem Sicherheitsstatus, an der Sicherheitseinschätzung Syriens. Allerdings in der Praxis gäbe es noch sehr, sehr, sehr viel weitere Hürden, um diese Person dann tatsächlich abzuschieben. Also weiter knifflige Fragen im Umgang mit den syrischen Asylanten in Deutschland. Gerrit, du wirst das Ganze für uns weiter beobachten. Danke für den Moment.